Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Heute möchte ich mit euch über die Cartier Santos Large in Schwarz sprechen. Bevor ich jetzt zur Cartier Santos komme, möchte ich euch sagen, besucht mal www.therewristguy.eu. Wir haben da ziemlich coole Bänder, da habe ich Klettbänder aus Canvas oder auch ein extra dünnes NATO-Band. Ich habe da auch immer mal wieder neue, coole, interessante Vintage-Uhren. Schaut einfach mal vorbei bei therewristguy.eu, würde mich sehr freuen und ihr würdet den Kanal dadurch direkt unterstützen. Wir haben übrigens aktuell versandkostenfreie Lieferung und mit dem Code THEWRISTGANG bekommt ihr auch noch 20% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Ich habe schon so viele Videos über die Santos gemacht und über Cartier im Allgemeinen, aber einfach nur noch mal kurz, um das euch noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Die Santos war wohl die erste Armbanduhr der Welt, wohl eine der bekanntesten Armbanduhren der Welt und die erste Fliegeruhr der Welt. Das hat den Hintergrund, dass Alberto Santos Dumont, damals 1903 dürfte das gewesen sein, ein Luftfahrtpionier war und das erste motorisierte Flugzeug der Welt gebaut hat und auch mit dem ersten motorisierten Flugzeug der Welt wirklich geflogen ist. Und er ist damals zu Louis Cartier gegangen und hat gesagt, Alter, ich brauche eine Armbanduhr oder zumindest ich brauche eine Uhr zum Fliegen, und Louis Cartier hat dann gesagt, hey, schnallen wir dir die Uhr doch einfach auf dem Arm. Er hat das gemacht, hat die Uhr cool gefunden, hat die Uhr gerne getragen und das war dann die Geburtsstunde der Cartier Santos und die sah damals schon ziemlich ähnlich aus wie die heutige Uhr. True story. Heute übernimmt die Uhr ziemlich viele Designelemente, die eigentlich berühmt für Cartier sind, weil die Uhr ist ziemlich industrial gefertigt, aber kombiniert doch ziemlich viel romantisches Design eigentlich. Lasst es mich erklären. Cartier ist dafür berühmt, industrielle Designelemente zu nehmen und die zu Schmuckstücken zu verwandeln. Das haben wir schon gesehen eben bei der Santos. Wir haben es gesehen bei der Cartier Tank, wir haben es gesehen beim Love Bracelet, wir haben es auch gesehen beim Justin Clou Nagel. Also das ist so ein bisschen Cartiers Devise. Und bei der Santos ist es eben nichts anderes. Wir beginnen wieder mit dem Gehäuse und es hat ungefähr eine Größe von 42 mm. Genau kann man es nicht sagen, weil es halt eckig ist. Es ist wirklich wunderschön gefertigt. Also es hat so viele kleine Facetten und Kanten und geschliffene Bevels. Zum Beispiel hier sieht man ziemlich gut die geschliffene Kante. Es ist wunderschön poliert und satiniert auch am Gehäuse. Anders als das Stahlmodell ist hier nämlich die komplette Oberseite satiniert. Wir haben die sichtbaren Schrauben direkt auf der Lünette drauf und die Lünette fließt so ein bisschen in das Band über und wir haben dieses ganze Konzept der sichtbaren Schrauben hier auch am Band. Die Seiten hier sind ebenfalls satiniert. Die Seite der Krone ist ebenfalls satiniert, nur die Kanten sind poliert und dadurch hat die Uhr einen ziemlich coolen, ja, dreidimensionalen Effekt eigentlich und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich schick aus. Also von der reinen Optik her hat der Cartier echt ein cooles Design auf die Beine gestellt. Diese schwarze Variante gibt es nur als Large-Modell, leider nicht als Medium-Modell. Ich hatte euch diese Uhr schon mal reviewed als Stahlvariante mit Stahlband, aber das war die Medium-Größe. Das ist ja die Stahlgröße. Den Unterschied sieht man erstens an der Größe des Gehäuses und zweitens am Ziffernblatt, zu dem komme ich jetzt als nächstes. Cartier hat normalerweise immer ein weißes Blatt mit schwarzen römischen Ziffern und gebläuten Zeigern. Das ist der Signature-Look von Cartier, den hatte jedes Modell durch die Bank weg und seit fast 100 Jahren verfolgt Cartier dieses Design. Hier ist das ein bisschen anders. Hier haben wir jetzt ein schwarzes Ziffernblatt, was aber einen Schliff hat und das sieht ziemlich interessant aus. Der Schliff ist sogar deutlich sichtbar, der ist ziemlich vertikal, sieht fast so aus wie so ein Holzkohle-Anthrazit, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir haben weiße römische Ziffern und wir haben schwarze Zeiger mit weißem Lumen. Und ein Datum bei 6 Uhr, was eben das Medium-Modell nicht hat. Also das Large-Modell hat ein Datum. Die Uhr verfügt über ein Saphirglas und das ist eckig und an den Seiten abgerundet. Und das Witzige ist, es ist auch curved, also es hat eine Kurve. Dann habt ihr so eine schöne Verzerrung vom Licht, sobald die Uhr eigentlich bis zum gewissen Grad geschwenkt wird. Seht ihr, ab jetzt sieht man hier nicht mehr das Blatt und das sieht eigentlich ganz witzig aus, finde ich. Also so ist die Uhr eigentlich ganz cool. Die Uhr wird ausgeliefert mit zwei verschiedenen Bändern. Wir haben einmal hier dieses extrem weiche und gemütliche und auch relativ schmale Kautschukband und dieses Kautschukband verfolgt hier auch das Designelement der alten Stahlbänder wieder und auch die sichtbaren Schrauben. Die Schrauben sind allerdings in Silber gehalten. Finde ich gar nicht so schlecht, weil die Schließe nämlich auch in Silber gehalten ist. Und das zweite Band, mit dem die Uhr geliefert wird, ist ein schwarzes Alligatorband, weil diese Uhr hat so wie jede moderne Santos ein Quick-Switch-Release-System sozusagen. Ihr drückt da unten auf den Knopf und schon könnt ihr eigentlich das Band entnehmen. Relativ easy. Die Uhr wird geliefert mit einer Fallschließe. Die ist relativ schön gearbeitet, rastet gut ein. Wir haben hier zwei Drücker an der Seite
und eigentlich jetzt nichts groß Besonderes. Was ich ganz witzig finde, ist, dass dieses Stück sich halt unten durchfaltet. Das heißt, es steht dann nicht mehr hier auf der Seite über. Finde ich eigentlich ganz nett. Ihr könnt das Werk nicht sehen, verbaut ist aber ein Manufakturwerk von Cartier. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, ist ein ganz normales Dreizeiger Datumwerk. Ist halt ganz witzig, dass jetzt Cartier ein Manufakturwerk verbaut, aber ich finde, das war noch nie wirklich nötig bei Cartier, um ehrlich zu sein. Die Krone ist nicht verschraubt, aber die Uhr ist dennoch 100 Meter wasserdicht. So viel zu den technischen Details bei dieser Uhr. Was ihr mich jetzt aber fragen werdet: Alter, die Uhr ist cool, die sieht schön aus, jeder Aspekt ist für sich gesehen ziemlich cool. Wieso empfiehlst du diese Uhr nicht oder was stört dich an dieser Uhr? Es ist eigentlich eher die Kombination von so vielen verschiedenen Elementen zusammen mit der Marke, die meiner Meinung nach ein nicht so stimmiges Bild abgeben. Cartier ist für mich eine Marke, die steht für zurückhaltende Designs. Industrial Designs, aber schön umgesetzt in zurückhaltende Designs, kleine Uhren. Ich finde, Cartier ist eine Marke, die muss ihrem Design treu bleiben, weil Cartier lebt einfach mit ihrem Design. Mit dieser Uhr sind sie ihrem Design natürlich nicht treu geblieben, weil diese Uhr ist alles, wofür Cartier eigentlich nicht steht. Cartier macht keine geschwärzten Uhren am Kautschukband normalerweise. Sie sind nicht dafür berühmt, das ist nicht ihre Geschichte, das ist nicht ihre DNA. Und jetzt haben sie das gemacht. Jetzt werdet ihr argumentieren, ja, aber man muss ja nicht immer das Gleiche machen. Stimmt, aber ich finde, dass Cartier besonders durch das eigene Design lebt. Cartier lebt nicht durch die Innovation. Cartier lebt nicht dadurch, dass sie neue Modelle auf den Markt bringen. Cartier lebt von ihrer eigenen Vergangenheit und der Neuinterpretation von ihrer Geschichte und ihren Designs. Und da finde ich halt, dass diese Uhr nicht unbedingt so viel Sinn ergibt. Lasst es mich konkreter ausdrücken. Wir fangen mal an, was mich stört mit der Größe. Größe ist für mich so ausschlaggebend bei einer Cartier-Uhr, weil ihr wisst es, ihr kennt auch meine Tank, die ist relativ klein. Und eine Cartier muss zurückhaltend sein, weil ihr habt dieses Industrial Design. Und wenn ihr das zu groß macht oder die Proportionen nicht perfekt macht, sieht das plump aus, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es so besonders, dass Cartier ein Design nimmt mit offenen Schrauben, einen Nagel oder weiß ich nicht was, aber das so klein und zurückhaltend und eher reduziert und minimalistisch umsetzt, dass es dann wieder cool aussieht und geschmackvoll aussieht. Und ich finde, das ist ihnen bei dieser Uhr nicht gelungen. Das gilt auch für die Santos in Stahl in Large. Ich finde, die Uhr ist einfach ein Ticken zu groß, obwohl sie eigentlich an meinen Arm relativ gut passt. Aber sie passt einfach nicht zum Cartier-Gesamtbild, meiner Meinung nach. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Die Proportionen sind auch nicht so optimal, sodass ihr jetzt eine Uhr am Arm habt, die zwar Cartier heißt und von Cartier ist, aber sie fühlt sich nicht an, wie sich eine Cartier normalerweise anfühlt. Weiter geht's mit dem Band. Cartier macht normalerweise keine Kautschukbänder. Sie haben es wirklich gut umgesetzt, aber das ist einfach nicht Cartiers Devise. Cartier macht keine aquatischen Uhren normalerweise. Ebenso auch mit dem Manufakturwerk. Cartier braucht eigentlich kein Manufakturwerk machen. Cartier ist nicht berühmt dafür, Manufakturwerke zu machen. Ihr kauft euch auch keine Cartier, weil sie so ein tolles Werk hat. Cartier verbaut historisch gesehen ETA-Werke, FPG-Werke, Jaeger-LeCoultre-Werke, aber nie, weil die Werke so toll sind und so berühmt sind, sondern weil die halt dem Design dienen. Sie verbauen Jaeger-LeCoultre, weil die so dünn sind zum Beispiel. Deswegen ist diese Uhr zwar cool, aber sie kombiniert so viele Aspekte, die meiner Meinung nach nicht so ganz mit Cartier zusammenpassen. Dann kommt noch der Preis. Die Uhr kostet Liste ungefähr 7.300 € in der Gegend rum. Das ist immer unterschiedlich zwischen Österreich und Deutschland mit der Mehrwertsteuer. Die Uhr ist natürlich nicht günstig, gell? Und ich finde halt auch, eine Cartier bewegt sich eigentlich in dem Preissegment um die 5.000 € rum, ein bisschen drunter, wenn es geht, mit schönen Stahluhren, die einfach coole Alltagsalternativen sind zu eurer üblichen Stahl-Datejust. Und ich sehe halt irgendwie nicht so ganz, wieso man diese Uhr kaufen sollte, weil für dieses Geld würde ich mir halt dann doch lieber eine Vintage Sub holen oder eine Zenith oder eine Jaeger-LeCoultre Polaris zum Beispiel, die ich auch schon hier im Review hatte. Da habe ich so viele Uhren, die ich irgendwie besser geeignet finde. Aber, jetzt kommt das große Aber, auch wenn ich mir diese Uhr nicht kaufen würde, ich finde es irgendwie cool, wenn sie jemand hat, weil da hat sich jemand irgendwie schon Gedanken gemacht, denke ich. Also ich finde, die Uhr hat schon was, aber irgendwie auch nicht. Wir belassen es einfach mal dabei. Lasst mich wissen, wie ihr eigentlich die Cartier Santos 2020 in Schwarz findet. Gefällt euch die Uhr? Findet ihr, habe ich recht? Oder findet ihr, ich laber einen völligen Blödsinn? Lasst mich wissen unter den Kommentaren. Lasst mir auch wie immer Likes und Abos da. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao.